Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Monero. Monero oder Monero, wenn man es Englisch aussprechen möchte, ist die Coin oder eine von mehreren Coins, die sich wirklich stark auf Anonymität der Benutzer verlässt und auch dafür alles tut, was es überhaupt nur gibt. In Monero werden wirklich sehr, sehr aktuelle kryptografische Verfahren verwendet, um denjenigen anonym zu machen, der irgendwas mit dem Netzwerk zu tun haben möchte. Und das ist wahnsinnig faszinierend und das ist auch was eigentlich Kryptowährungen an sich stark verfolgen sollten, meiner Meinung nach, und deswegen mag ich Monero auch wirklich sehr gerne, weil sie auch wirklich wieder in diese Wurzeln zurückgehen. Man möchte anonym bleiben, aber hat natürlich immer diesen gewissen Beigeschmack, dass es mit Darknet und Böse und Hacker und Erpressung und so zu tun hat, was leider auch tatsächlich der Fall ist. Monero wird sehr, sehr häufig im Darknet verwendet und auch sehr häufig für Ransomwares eingesetzt, was natürlich schade ist, aber trotzdem ist Monero eine sehr solide Coin und hat durchaus Respekt verdient, meiner Meinung nach. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was Monero alles richtig macht und was es falsch macht. Und da fangen wir direkt an mit Ring Signatures. Ring Signatures sind ein Verfahren, um denjenigen, der sendet, einfach anonym zu machen. Dabei wird tatsächlich ein Ring aufgebaut aus mehreren Personen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Monero-Netzwerk sage, ich möchte gerne an Alice zum Beispiel Geld überweisen, dann signiere ich das Ganze ja logischerweise mit meiner Unterschrift, damit ich beweisen kann, dass ich auch wirklich das Geld besitze. Und dann wird das in einen Ring reingereicht und im Endeffekt wird das Ganze von mehreren Leuten signiert. Und am Ende hat niemand im Netzwerk mehr eine Ahnung, wer eigentlich das Geld wirklich versendet hat. Wessen Unterschrift ist jetzt hier die richtige Unterschrift? Das Ganze ist noch ein bisschen kryptografischer im Hintergrund. Ich will jetzt nur kurz an der Oberfläche kratzen. Ist aber im Endeffekt wirklich eine Senderanonymität. Das heißt, niemand weiß mehr, wer eigentlich Geld gesendet hat. Sehr, sehr cooles Konzept. Weiterhin werden Pedersen-Commitments, was ein kryptografisches Konzept ist, verwendet. Ich könnte es euch jetzt erklären, aber es dauert sehr, sehr lange, mehrere Videos, deswegen lasse ich das. Und das wird verwendet, um tatsächlich zu anonymisieren, wie viel gesendet wurde. Das heißt, wenn ich mir die Monero-Blockchain angucke, die ist nicht verschlüsselt oder so, jeder kann sie sich angucken. Aber da steht halt einfach nicht drauf, wie viel Geld jetzt ein anonymer Mensch gerade geschickt hat. Das heißt, ich weiß weder, wer was geschickt hat, noch weiß ich, wie viel geschickt wurde. Und trotzdem wird bewiesen, dass alles möglich ist zu überprüfen. Das heißt, ich weiß trotzdem, derjenige, der da Geld gerade verschickt hat, der hat das gemacht und hatte auch wirklich das Geld. Ich kann das beweisen, dass derjenige das Geld auch wirklich besessen hat. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich weiß auch nicht, wie viel Geld er insgesamt hat. Aber ich kann kryptografisch beweisen, dass derjenige so viel Geld zur Verfügung gehabt hat. Und das ist einfach nur faszinierend ohne Ende, wenn ihr mich fragt. Und ist natürlich für die Anonymität der Benutzer wirklich sehr, sehr gut. So, des Weiteren wird natürlich wieder auch hier Proof of Work mit Scrypt verwendet. Das heißt, wir haben es schon letztes Mal besprochen, Scrypt. Damit ist Mining nur auf der CPU möglich, nicht mehr mit ASIC-Minern, wie es bei Bitcoin ist. Das ist wenigstens ein kleiner Vorteil für die Umwelt und nicht ganz so tragisch, wenn man jetzt da irgendwie mal irgendwas macht mit dem ganzen System. Wie gesagt, bei Bitcoin eine Transaktion ist ungefähr so schlimm, als würdet ihr 1000 Kilometer fahren, so ungefähr, zumindest momentan gerade. Das ist schon heftig, während bei Monero ist es natürlich nicht ganz so schlimm, es wird weniger verwendet und es wird eben auch nicht mit ASIC-Minern von 1 Milliarde Chinesen gleichzeitig gemeint oder Venezuelanern, whatever. Genau. Und was auch noch sehr, sehr cool ist, tatsächlich die Blockgrößen sind nicht limitiert. Das heißt, ihr könnt Blöcke haben, die einfach 50 Megabyte groß sind. Da werden halt einfach alle Transaktionen verarbeitet, die da gerade sind. Das heißt, die sind nicht wie bei Bitcoin künstlich auf 1 Megabyte oder 1 Megabyte plus Unterschriften limitiert, sondern es werden halt einfach alle Transaktionen auf einmal ausgeführt, die halt gerade im Netzwerk rumfahren. Das heißt, manchmal werden von mir aus 2 Transaktionen ausgeführt und manchmal halt 1000. Das heißt, die Blöcke sind natürlich sehr unterschiedlich groß, aber das Ganze ist natürlich auch eskaliert deutlich besser, weil es werden halt wirklich alle Transaktionen ausgeführt. Bei Bitcoin kann es euch passieren, dass ihr eine Transaktion liegen lasst oder ins Netzwerk abschickt und die wird niemals ausgeführt, wenn es schlecht läuft. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr cool. Natürlich wird die Blockchain dann auch sehr, sehr groß, also kann sehr groß werden. Im Endeffekt wird sie halt so groß, bis alle Transaktionen verarbeitet werden. Sprich, im schlimmsten Fall kann es passieren, dass eure Monero-Blockchain mehrere Terabyte irgendwann mal in Anspruch nimmt. Und was ein weiterer Nachteil natürlich ist, ihr wisst, ich bin ein Gegner von Proof of Work.
Proof of Work ist natürlich auch bei Monero immer noch dabei, auch wenn man eigentlich umsteigen könnte auf andere Konzepte, wie zum Beispiel Proof of Stake. Zumindest mittlerweile könnte man das gut machen, wenn man dasselbe Konzept wie Ethereum benutzt, indem man einfach sagt, okay, ich verteile meine Coins erstmal durch Proof of Work und anschließend setze ich Proof of Stake ein, um sozusagen ein bisschen mehr für die Umwelt noch zu tun und weniger eben Mining so haben zu müssen. Wäre ein interessantes Konzept, vielleicht wird es irgendwann umgesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass Monero da einfach irgendwann sagt, so, jetzt haben wir Proof of Stake. Wäre ja eigentlich kein Problem, das liegt im Endeffekt an den Entwicklern und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich auch noch eine sehr, sehr wichtige Coin werden kann. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.